Willkommen zu dem Call zum Thema Online-Kommunikation, wo gar nicht so anders ist wie der Kommunikation sonst. Ich bin Barbara Fuhrer und ich gebe dir gerne von meinen Tipps und Tricks weiter, die ich in meinen letzten Jahren als Kommunikationscoach habe lernen, umsetzen, mit den Leuten zusammen anwenden. Wie gesagt, es geht nicht um etwas anderes als sonst in der Kommunikation. Ich tue dir gerade mal meine Folien einblenden. Ich rede heute mit dir also von nonverbaler Kommunikation, paraverbaler, das heisst Stimme. Und möchte dir auch zeigen, wie du dich gut präsentieren kannst in einem Online-Meeting, egal mit welchem Tool das ist. Und das Wichtigste vor allem, wie bleibst du auch authentisch? Das sind so die Themen für die nächsten 10 Minuten. Wenn du die Leute so anschaust, glaube ich, dass du die gerade assoziierst mit einem Gefühl, mit einer Emotion. Also bei mir ist es so, die erste Person links aussen, die sehe ich als erstaunt. Die zweite eher skeptisch oder vielleicht sogar böse. Die dritte ist definitiv gelangweilt oder sieht zumindest so aus. Und die vierte Person ist einfach fröhlich und aufgestellt. Und so geht es natürlich den Leuten. Das Verrückte ist ja bei der nonverbalen Kommunikation, dass da alles im Unterbewusstsein abläuft. Das heisst, wir registrieren, ja, die Teilnehmer sind jetzt da voll dabei. Sie sind freundlich oder sie sind mir skeptisch gegenüber eingestellt. Ob das stimmt, für das ist gar keine Zeit, um das zu überprüfen. Aber das ist einfach der Eindruck, der rüberkommt. Und darum ist es gar nicht so unwesentlich, wie du dich gibst, wenn du selbst Teilnehmerin oder Teilnehmer bist. Also einem Webinar, Online-Call, wie das alles so heisst. Und darum kommt es eben auch sehr auf die Stimme an. Die Stimme, das bedeutet die Paraverbalkommunikation, die solltest du genau wie sonst auch optimal einsetzen. Wieso hat es da Wasser? Wenn du einfach da allein vor dir anschwätzt, kann es gut passieren, dass du plötzlich fast keine Spucke mehr hast. Das tönt dann vor allem bei den Leuten, die mit Kopfhörern hören, also sehr unangenehm im Ohr. Und so ist es nicht nur wegen dem Wasser, sondern auch mit all diesen Laut. Man nennt die auch Schnalzlaut. Also, wenn wir ein bisschen überlegen, so die Hesitationen, Füllwörter, also zum Beispiel all die Äs oder oder eben auch das Räuspern, wenn man einen Krott im Hals hat. Und weil du ja meistens da alleine machst, kann ich dir einfach empfehlen, ha Wasser neben dem Tisch, also in der Nähe, griffbereit. Du hast ja nicht unter Umständen jemanden, wo du dann kannst fragen, du kannst auch das Meeting nicht einfach abbrechen. Und vielleicht sogar ein Bonbon, wenn es dann ganz schlecht kommt, dass du mit dem dann kannst behelfen. Also versuch die elenden Wörter wie eigentlich, gell und so weiter zu vermeiden. Aber es wird dir nicht immer gelingen und das ist auch nicht so schlimm. Also wichtig ist, dass du gut überkommst, natürlich überkommst, aber schaff daran, dass du die kannst vermeiden, die Wörter. Etwas sehr typisch schweizerisch sind auch Verkleinerungen. Ja, ich habe ein bisschen mal etwas vorbereitet, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Das macht alles unnötig kleiner. Das ist gar nicht nötig, dass du das sagst, aber ich weiss, es ist, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen ein Mödeli. Ein bisschen habe ich jetzt auch gerade gesagt. Also niemand ist gefeit vor diesen Füllwörtern und die kommen auch immer wieder vor, das ist auch völlig natürlich. Gern wenden wir auch den Konjunktiv an. Das heisst, der schlimmste Fall, den ich immer finde, ist, ich möchte euch herzlich begrüßen. In meinem Kopf denke ich dann immer, ja, wieso macht es denn nicht? Also sag lieber, ich begrüße euch herzlich. Das ist viel aktiver. Und der Konjunktiv, der tut sich einfach immer wieder einschleichen. Es ist auch eine Frage vom mal beobachten, brauche ich den überhaupt oft? Und da kann man auch versuchen, den wirklich zu vermeiden.
weil du dann einfach aktiver und professioneller überkommst. Denn auch Fremdwörter sind definitiv Glückssache. Einerseits, ja, manchmal, wenn man es anwendet, andererseits auch, wenn man es ausspricht. Und es ist die grosse Gefahr, wenn man so unter Peers, also unter Gleichgesinnten, redet. Den braucht man gern, die Fremdwörter. Jede Profession hätte so Fremdwörter, wo man dann immer wieder gern reinbringt. Das Blöde ist einfach, wenn noch jemand dabei ist, der nicht von dem Job ist, nicht von dieser Richtung, dann fühlt er sich auch ausgeschlossen. Und etwas, wo ich weiss, da bin auch ich empfindlich drauf, ist, wenn man sagt, wenn ihr ja sicher alle wisst, oder das ist ja sicher längstens schon bekannt, wenn die andere Person denkt, oh, nein, da traue ich mich jetzt nicht zum Fragen, weil da habe ich jetzt keine Ahnung, von was sie redet. Das sind Sachen, die ich dir sehr empfehle, die zu vermeiden, damit du ja, auf der gleichen Augenhöhe bist, wie mit deinen Teilnehmenden. Das macht dich sehr sympathisch. Schau auch aufs Sprechtempo. Einmal eine Pause machen, das ist gar nicht schlecht. Also wenn du nervös bist, und das kann passieren, wenn du das erste Mal so eine Kommunikation machst, ist es ganz möglich, dass du schnell redest und du willst natürlich auch in der Zeit drin sein, aber das macht die Leute ganz nervös, wenn du zulässt. Also versuch ruhig auch mal eine Pause zu machen und mit dem kannst du nämlich auch deine Füllwörter dann vermeiden oder mindestens größtenteils. Das sind eben alles Sachen, die ablenken und auch da, wo ich dir jetzt sage, nimmt man nicht immer ganz bewusst wahr, aber unser Unterbewusstsein, das ist dermaßen groß, dass es halt auch passiert bei den Leuten, ohne dass sie das wissen oder ohne dass sie da jetzt große Schulung diesbezüglich besucht haben. Also darum, schau, dass Wasser rum ist, dass du schön langsam, deutlich redest. Du kannst ruhig in deinem Dialekt reden. Ich weiss, es ist ein bisschen schwieriger mit dem Ostschweizer Dialekt. Der ist nicht überall so sympathisch oder kommt nicht überall gleich gut an. Aber das macht nichts. Du bist dann ja auch wirklich dich selber. Dann kommen wir dazu, wie präsentierst du dich? Du kannst natürlich schon wählen, wie du überkommen willst. Also, du brauchst da nicht das Equipment, wie jetzt alles auf dem Bild ist, dass du da ein halbes Fotostudio einrichtest. Aber es hat schon Sachen, die wichtig sind in einem so einem Call. Einerseits ist da zum Beispiel der Ton. Meistens ist das Mikrofon nicht ausreichend von einem Laptop. Vielleicht ist der Laptop auch weit weg und du müsstest wahnsinnig laut reden, dass dann da auch deutlich wird. Also tu dir ein externes Mikrofon zu, die sind gar nicht so teuer, oder eine gute Kamera, eine Webcam, wo dann auch gerade einen guten Ton drauf hat. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich weiss, im Moment ist es schwierig, zum Webcams zu bekommen. Die sind überall im Verzug mit Liefern oder sind viel teurer geworden, was ich völlig unfair finde. Aber wenn du keine hast, gibt es noch einen Trick. Du kannst zum Beispiel dein Handy brauchen. Es gibt Apps, da kannst du googlen und dann kannst du dein Handy benutzen als Kamera. Das ist ein guter Ausweg, dass du dann doch eine gute Qualität anbringst. Aber allem voran ist das Licht. Du musst immer achten in diesen Zoom-Calls, wie wahnsinnig schlecht das Licht oft ist bei den Leuten. Also da sieht man die Leute ganz verschwommen, da sieht man es vielleicht sogar gar nicht, nur ihre Silhouette. Und darum ist es wichtig, dass du genug Licht hast. Wenn du Tageslicht hast, ist gut, ja nicht ein Fenster im Hintergrund. Und sonst behilft dir mit Lampen, die du vielleicht sowieso in der Wohnung hast. Es macht sehr viel aus, ist auch wegen dem Schatten. Und die Kameraplatzierung ist auch noch wichtig. Das heisst, wenn du von unten rauf filmst, ja, dann haben ein Haufen Leute, ich inklusive, das Problem mit dem Doppelkinn. Oder eben, dass man Schatten hat, die dann unvorteilhaft sind, weil es dann aussieht, wie wenn du noch mehr Falten hättest, wie du das vielleicht sonst schon hast. Also schau vor allem aufs Licht, das ist etwas vom Allerwichtigsten. Und nachher ist ein Haufen nachher zweitrangig. Was du auch schauen, was ich jetzt gerade vergessen habe, ist, dass alle anderen Geräte ausschaltest. Das heisst, dass nicht plötzlich das Telefon anfängt zu schellen oder dass irgend sonst noch ein Ton reinkommt.
Du kannst natürlich auch Kopfhörer anlegen. Ich finde, es sieht nicht so schön aus, aber das macht nichts. Also, wenn du Kopfhörer anhast, hörst du selber den Ton auch gut. Und manchmal haben ja die auch ein gutes Mikrofon dran. Das ist also durchaus eine Alternative. Wenn du es dann ganz gut machen möchtest, dann kannst du einen sogenannten Greenscreen kaufen. Das heisst, du musst eine Investition tätigen. Da gibt es auch ganz viele Videos drüber und es gibt auch verschiedene Qualitäten von Greenscreens. Das ist dann im Prinzip so, wie wenn du die Tagesschau schaust oder der Bundeshaussprecher, der sitzt ja auch nicht direkt vor dem Bundeshaus, das ist ein Bild, das hinten eingeblendet wird und er sitzt im Prinzip vor einem grünen Bildschirm. Was du dann natürlich machen kannst, ist das, was ich zum Beispiel gemacht habe. Du kannst dein Logo einblenden. Du kannst zum Beispiel deine Umgebung einblenden, das heisst, wo du wohnst oder ein schönes Büro hinten dran oder eine schöne Wohnung. Je nachdem einfach, was zu dir passt und was auch zum Anlass passt, wo du jetzt gerade drüber am Reden bist. Das ist dann schon ein bisschen höhere Schule, aber sonst könntest du dir auch helfen mit einem Paravent oder du könntest vielleicht hinten einen Vorhang an die Wand ankleben, wo man einfach den Oberteil nicht sieht. Also das sind einfach so Tricks, wie du noch ein bisschen professioneller daherkommst. Kannst du ja mal beobachten, wie die anderen Leute so ihre Hintergrund haben. Also ich habe, glaube noch nie so viel billige IKEA-Büchergestell gesehen wie in den letzten paar Wochen. Und es lenkt halt auch ab. Also du schaust dann, aber hat jetzt der noch dort auf dem Büchergestell oben? Das ist jetzt auch noch interessant. Und baff, bist schon nicht mehr aufmerksam und schaust schon nicht mehr, was gesagt wird. Und da ist ja das Ziel verfehlt. Wir wollen ja da überkommen und uns in dem Sinn gut auch positionieren. Kleidung, da ist so eine Sache. Also klar, wenn du beige in Grau willst du herkommen und da du ein ganz seriöses Thema vertretest, ja, vielleicht warum auch nicht. Es muss auch zu dir passen. Versuch dort auch authentisch zu sein und bring auch unter Umständen ein bisschen Pep rein. Das heisst, dass das auch zu dem passt, was du am Erzählen bist, dass das zu dem Publikum passt, wo du zu ihnen redest. Also auch da ist es eben nicht egal. Sagen wir jetzt, du hast wirklich eine Trainerhose an, unten dran. Ich glaube, dann fühlst du dich eben auch mehr so noch ein bisschen nach Fläzen, wieder wenn du professionell bist. Ich tue mich zum Beispiel, wenn ich Zoom-Calls habe, auch immer schminken und einigermaßen schauen, dass die Frisur stimmt. Ich habe gerade letztens in einem Call, ist eine da so gesessen und dann hat sie da ihre Frisur noch zurechtgezüppelt. Dann musste ich sagen, ja, du glaubst, du merkst nicht, dass die Leute dir zuschauen und das kannst ja du nicht beeinflussen. Wer schaut genau wen an? Und das ist ja schon eine schwierige Situation, wenn man da so einen Haufen Leute in einem Call hat. Aber denk dran, die Leute beobachten dich und du gibst mit dem in dem Sinne auch ein Image von dir preis. Also bist freundlich und nimm Sachen, die halt deine Persönlichkeit auch unterstreichen. Jetzt, wie kannst du schauen, dass du authentisch bleibst? Meistens bist du es ja nicht, weil du wahnsinnig nervös bist. Und nervös bist, vielleicht wegen der Technik, weil du das noch nie gemacht hast. Oder weil du halt überhaupt Schiss hast, vor Leuten zu reden, aber es jetzt unbedingt einmal machen musst. Und da gibt es nur eins, und ich weiss, das ist eine harte Schule. Aber mach mal einen Zoom-Call. Du kannst einen Zoom-Call ja einfach anfangen. Du kannst ihn aufnehmen. Unten hat es einen Button, wo du draufdrücken kannst, aufnehmen. Und dann nimmt es dich auf. Du kannst auch noch Kollegen oder Freunde oder Finden mit in den Call nehmen, die dir nachher Feedback geben auf das. Und du kannst dich nachher auch selber anschauen. Du wirst sehen, oh mein Gott, habe ich Ticks, das habe ich ja vorher noch gar nicht gewusst. Oder wie schräg schaut ich da rein. Aber dann merkst du es und dann kannst du auch die Sachen ja nochmal verbessern. Also du musst unbedingt üben. Und zwar laut. Und da kommt dir am Anfang super komisch vor, wenn du da sitzt und einfach in eine Kamera reinredest, aber du wirst sehen. So wirst du besser, so werden deine Calls professioneller und so ja, machst einfach, erzielst eine bessere Wirkung mit dem Ganzen. Du kannst auch währenddem ruhig mal einen Fehler zugeben, kannst sagen, oh, das ist mir jetzt auch noch nie passiert oder ups, da habe ich jetzt glaube ich auf den falschen Knopf gedrückt. Das wirkt sogar sympathisch. Die meisten Leute haben noch gern, wenn du nicht so perfekt bist.
Weil das stresst es dann nur, dann denken sie, ja, sie kann das halt, aber ich nicht. Also darfst du ruhig einmal dir einen Fauxpas leisten. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber mach dich nicht selber ab. Sag nicht immer, oh ja, da bin ich der Richter, völlig IT-Dödel. Das braucht es überhaupt nicht, weil wir kämpfen hier alle mit den gleichen Themen. Und da muss man sich nicht zusätzlich abtun. Du kommt ja darauf an, was du zu sagen hast, was du zu dem Thema zu sagen hast. Und das darfst du ruhig auch mit den Händen. Die kannst du da einsetzen, wenn du auch sonst mit den Händen redest. Du darfst Mimik zeigen. Aber klar ist es immer besser, du bist freundlich, weil dann kommt schon deine Stimme ganz anders über. Also bleib locker, heb ein Lächeln drauf und dann kann dem eigentlich gar nicht mehr im Weg stehen. Probier es aus, hab Spass dran und du wirst sehen, es ist gar nicht so schlimm. Zudem gibt es ja heute auch immer viel mehr Leute, die sich so bewerben müssen. Das heisst, ja, ich kann dich da auch unterstützen, wenn du online mal dich bewerben. Da gibt es nämlich ein paar Tricks mehr noch, wo man sich aneignen kann und wo man schauen kann, dass man dann eben besser überkommt und eine bessere Wirkung kann erzielen. Das war es in einer Kurzfassung von mir. Ich hoffe, du hast den Plausch an diesen Informationen. Wenn du mehr wissen willst, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Du kannst mir ein Mail schicken, du kannst mich auf WhatsApp abpingen, auf LinkedIn, auf Xing und auf Instagram und Facebook, wo du willst, findest du mich unter wowcom.ch und du kannst auch gerne einen Wunsch äußern, wenn ich noch mehr so Videos mache, zu welchem Thema dass du gerne so Videos hättest. Ich kann auch noch mehr in die Technik hineingehen, was du gerne hättest. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da dabei bist und kann nur sagen, bis zum nächsten Mal mit Wow-Effekt. Tschüss.